Hey ho und seid gegrüßt, da sind wir wieder für euch mit dabei und es gibt wieder was ganz Feines an Dadelei. Ja, zweite Runde, Talos Principle 2. Ja, wir mit unserem sexy Maschinchen-Beinchen wollen jetzt weiter in Richtung neue Welt. Da müssen wir jetzt ein bisschen rumtetrissen und dann, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee, auch nicht. Ah, man kann die in der Luft hängen lassen. Ja. Und wir sollen ja menschlich sein. Da kann man ja mal Fehler machen. Auch wenn wir eine Maschine sind. Vielleicht sind wir eine Maschine mit Emotionen. Was haben wir hier? Step into the light, child, and awaken. Was auch geschieht, es betrifft uns alle. Lilith. Die kennen wir schon aus anderen Spielen, die war nie gut. Tritt in das Licht. Erstmal einen kleinen... Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Das sieht so seltsam aus. Jetzt könnte man damit was machen. Ja. Ah ja. Erstmal den kleinen C reinhalten. Wenn es eine Teleportationsmaschine ist, dann ist der kleine C erstmal weg und dann können wir den Rest reinstellen. Busch. Achievement. Ab. Initio. Das war die Initiation. Jetzt sind wir in... Ja. Raus aus dem Tutorial, würde ich sagen, oder? Oh, was ist das hier? Oh, das ist ein bisschen abgedreht. Ah, you're awake. Welcome to the world of the living. Oh, mit Konversation und so einem Zeugs. Okay. Ich lebe! Hi, schön dich kennenzulernen. Oh, you're polite. What a rare combination of traits. If only the algorithm produced more people like you. Oh, but I'm confusing you. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Könnte ich das? Protokoll. Ah, hier kann man das nachlesen. Ah, okay. Wir sind höflich? Ja, wir sollen ja menschlich sein. Seien wir mal ein bisschen menschlich, ne? Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Of course. You want the short version or the long version? Mach die lange Version draus. Wir haben Zeit. Wir laufen mit Strom. Ja. Ich will alles bis ins unerträgliche Detail wissen. Ich hätte gerne die lange Version. Na, wir nehmen das untere. All right, you asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate, and an extremely contagious virus was released from the permafrost. Oh. Hatten sie nicht auch eine moderne Medizin? That's something our historians still debate. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war, and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. Also hat man denen nicht beigebracht, was Gier ist, Macht ist, was Verlangen ist, was Liebe ist, Eifersucht, Hass. Hatten wir Liebe schon? Ja. Das sind so... Ah ja, und eins, was noch sehr essentiell ist, was auch sehr den Krieg beigefeuert hat. Glaube. Ja. Gab es viele Glaubenskriege. Also von daher, ich würde den Part auch weglassen, wenn ich eine KI programmieren würde, glaube ich. Ja,
Soll sie sich den Mist doch selbst beibringen? Ganz einfach. Woher kommen wir dann alle? A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Oh. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end, so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. Ja, aber er hat sich ja dann weiterentwickelt, ne? Er wirkte ganz okay, als er in meinen Träumen zu mir sprach. When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. Oh, was? Oh, was passiert, wenn der uns alle übernehmen will und er raus will? Was ist, wenn die erschaffene KI zur eifersüchtigen Mama-KI wird und ihre Kinder übernehmen will? Ah, er wird zum Horrorfilm. Rätsel und Horror. Mhm, meine Lieblingsgenres. War sonst noch jemand in der Simulation? Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. Und die Simulation hat uns erschaffen. It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitor's team, they created 10 more humans. These 12 who followed the Founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Many still await her return. Okay, und warum? Wie kann die verschwinden? Wo passe ich da hinein? Before the Founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal. Capital G and all. Kreativ. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Ah. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Oh. Okay, sie ist Nummer 33. Oh, was bin ich? Bin ich Nummer 1000? Wenn sie Nummer 33 ist oder ich bin Nummer 100? 111. Aha. Was ist die inoffizielle Version? Some of the First Companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They think her ideas have been twisted and embellished. Und was glaubst du? They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. Das war informativ. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you. Your birth is quite the event. Warum?
Warte, bin ich unsterblich? You won't age like our ancestors did, but of course, there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. Okay, also Sterben ist schon drin, ne? Ist klar. Wir haben jetzt nicht so eine Cloud für uns. Wird es nach mir noch weitere geben? You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Erzähl mir von dir. Me? Ja. Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. Was wirst du jetzt tun, wo dein Job überflüssig ist? I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens. Okay. Oh, one more thing. Losgehen. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once. Okay. PDA-Interface öffnen. Social Media von Neu-Jerusalem. Okay. Bitte macht euch mit den folgenden Regeln vertraut. Jeder hat mit Respekt behandelt zu werden, unabhängig von der Nummer. Der Name der Gründerin soll nicht missbraucht werden. Die Prinzipien des Ziels sind zu respektieren. Die Diskussionen sind Frösche, Menschen. Ist jetzt verboten. Ja, sind sie. Okay. Interaktive Themen werden archiviert. Bei Problemen bitte die Moderatoren anpingen. Jeremy 832 und neuen.1000. Aronax 430. Okay. Verschiedene große Nummern. Interessant. Interessant. Social Media. Freier Tag zur Vereldung. So, liebe Bürger von Neu-Jerusalem, eure harte Arbeit und euer Glauben an die Vision der Gründerin haben sich endlich bezahlt gemacht. Wir haben das Ziel erreicht, das wir schon so lange verfolgen. Das 1000. Mitglied unserer Familie wird geboren und unsere schöne Stadt wird endlich vollendet sein. Der Platz am Damm ist begrenzt. Deshalb werden die Tickets über ein Lotteriesystem vergeben. Die Feier wird auch gestreamt. Interessant. Protokolle. Okay, wo komme ich denn jetzt her? Ich komme da aus einem Kernspintomographen. Zumindest sieht es so ein bisschen aus, ne? Ja. Ja. Kann ich hier ein bisschen rumfriemeln? Die haben es irgendwie mit ihren Tetris-Figuren, ne? Institution für Apply... Was steht da? Noematics. Hill Facility. Das läuft alles aber auch nicht mehr so rund, ne? Hier sprühen die Funken. Dies ist eine Rekonstruktion der Kammer der ersten Gefährten, in der die ersten Gefährten ruhten, bis die Gründerin sie erweckte. Die
ursprüngliche Kammer wurde in den Anfangstagen von Neu-Jerusalem zerlegt. Aha. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt gerade für Vibes habe? Extended, was ist das? Livespawn. Das gibt schon so ein bisschen Portal-Vibes, ne? In 3D. Weil du bist eine KI, in dem Sinne. Und du bist jetzt in einer Stadt voller KIs und hast eine, die jetzt im Prinzip uns alle erschaffen hat. Jo, was geht, Leute? Krieg ich auch so einen Flächenanstrich? Oh, ich hätte auch gern so einen Flächenanstrich. Ich bin weiß. It's 1K. 1K? Oh, Hey, 1K! Welcome to New Jerusalem! Peace. Shouldn't the mayor be starting his speech? Ja, gefällt mir. This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? Das würde ich auch gern wissen. People of New Jerusalem, Tomatoes. I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Hallo, schöne neue Welt. So viel dazu. Das nenne ich mal einen Auftritt. Wow, die Stadt ist ziemlich groß, dafür, dass da nur 1000 Menschen leben. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. Okay. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Okay. Wer hat denn mal bitteschön die Brücken da unten gebaut? Okay. Krass. Ich hätte jetzt eigentlich sehr viel Symmetrie erwartet, aber... Na gut. Cool. Das sieht schon nice aus. Aber trotzdem verhalten sie sich gegeneinander, also gegenüber, ja auch nicht unbedingt perfekt, ne? Aber wenn man jetzt wirklich eine KI erschaffen hat, die selbstständig denken kann, ich glaube, das artet genauso aus wie bei einem normalen Menschen auch. Warum sollte der nicht nach mehr Macht und Wissen streben? Nimm mal ein Briefing teil.
Ach, die beiden, die trappen da hinten lang. Okay, was ist das hier? Seid demütig, kenne die Grenzen. Wir stehen nicht über der Natur. Okay. Hi, wer bist denn du? Josephus. Josephus. Kann es sein, dass uns Tony Stark gebaut hat? Sag mir die Wahrheit. Hm, scheinbar nicht. Okay. So. Vollendung, Protokoll. Ja. Versuch mal diplomatischer zu sein. 1K. Etc. etc. Artet das mit der KI jetzt nicht schon ein wenig aus? Schon irgendwie im Sinne von, es gibt hier sehr viele. Aber das ist Hermanubis, Byron und Prometheus. War Prometheus jetzt der echte? Die KI? Nee, das war, die hieß ja anders. Lieber Einwohner. Okay. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was ist jetzt noch alles? What's broken now? Okay. Wieder alles an. Wie kann ich denn mit dir interagieren? Kann ich nicht. Okay. Ich baue hier erst ein Upgrade, damit ich mit den Älteren reden darf. Mit den Jüngeren. Fahrstuhl! Warte. Oh, hier geht's. Hier können wir rausgucken. Ui. Sieht gut aus, ne? Ja. Warum muss das... Oh. Was soll das jetzt? All right, listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers, or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? Melville, warum bauen die eine What Kuppel? the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Okay. Die bauen das wegen dem Regen oder was dann? Diese Riesenkuppel. Ich meine, ja, warum nicht? Spielt ja keine Rolle. Also für die spielt es schon eine große Rolle. Ah. Mittlere Maustaste können wir auch zoomen. Okay. Haben wir das jetzt auch rausgefunden? Oh, was ist das hier? Warte mal. Warum kann ich nicht überall langlaufen, wo ich möchte? Was ist das hier? Bin ich ausgesperrt? Oh, Blümchen. Anscheinend haben die immer noch was für Pflanzen übrig. Auch wenn die mal gegossen werden könnten. Und warum bewegen sich die Pflanzen, als wären sie auf dem Rave? Na gut. Was haben wir hier? Sei beständig, erinnere dich ans Ziel. Perfektion ist konstant. Aha. Großer Turm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Sei demütig, kenne die Grenzen, wir stehen nicht über der Natur. Hi, wer bist du? Hey, hold on there. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Wie würde ich mich fühlen? Ich glaube nicht an Gefühle, ich bin eine Maschine. Nee, ich fühle mich wütend, hungrig, aufregig, neugierig, verwirrt, beunruhigt. Wie würde man sich fühlen, wenn man wüsste, man wäre der letzte Mensch? Wenn man dazu natürlich noch das von wegen wie, naja, man ist ja unsterblich in dem Sinne. Also, wenn jetzt da bestimmt ein Roboter kaputt geht, bauen die bestimmt noch eine 1001. Kann ich mir vorstellen, damit sie wieder auf 1000 kommen.
Ja. Nick, mach's gut. Genau. Traurig, wütend, ruhig, verwirrt. Wie könnte man sich fühlen? Hungrig. Hungrig ist irgendwie so komplett verkehrt. Das wäre so eine total aufgeregt. Neugierig. Why? Ich kann es nicht erklären. Ich bin der Letzte von uns. Ich bin sicher irgendwie besonders. Ich weiß nicht, woher dieses Zitat stammt, aber... Denn das Leben hat einen Weg gefunden. Schau dich um. Es ist eine Roboterstadt. Das ist der Hammer. Wenn wir unser Wachstum heute begrenzen, haben wir mehr Sicherheit für morgen. Alles in allem kann ich mich glücklich schätzen, dass ich das überhaupt sehen kann. Ja, optimistisch. So, the algorithm assigned you the optimism trait. If only we could all be so lucky. Okay. Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Ich bin wirklich nicht daran interessiert. Okay, dann wollen wir die Leute mal kennenlernen. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Alles ist hier so, wie es scheint. Ist euch aufgefallen, dass... Entweder ist es... Ja, das ist Dodge, ne? Oder Dark. 666. Ist das ein Zufall, dass er... so ist, wie er ist? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es ein Unterprogramm. Do please join us at the table. Okay, ich bin hier. Ich bin am Tisch. Was geht I would ab? like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Kann mir jemand sagen, was hier vor sich geht? Das wäre ganz cool. Erstmal weiter zuhören. Ich hätte ja gefragt, ob ich an dem Tisch mit teilnehme, ne? Also von daher kann man ja recht fragen. Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ich finde es ziemlich faszinierend. Es ist etwas viel, aber ich will mehr erfahren. Very well. Yakut, if you would. All right, here we go. Okay. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Okay, das ist ein Geheimnis, das es zu untersuchen gilt. Und für eine potenzielle Gefahr für die Stadt. Ach, untersuchen! I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved.
Yay. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Okay, bin dabei. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Jemand in der Expeditionsteil erkunde Neu-Jerusalem, optional. Boah! Warte mal, da hinten haben wir Sachen. So kleine Punkte und Fragezeichen und andere Sachen. Reden wir nochmal kurz mit ihm hier. Der will mit uns reden. Mit Jeremy sprechen. Jeremy ist die 832, also zu. Okay, im Prinzip spielt es keine Rolle. Hello, 1K. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. Ist euch mal aufgefallen, dafür, dass die normalerweise alle einen Namen haben. Jeder hat einen Namen. Aber ich muss zum einen noch nicht eingehen. Und alle nennen mich 1K und beurteilen mich nach meiner Nummer. Schon kacke irgendwie, ne? So gesehen. Wer bist du? Was hältst du von den jüngeren Ereignissen? Was willst du? Was machst du hier? Was hältst du von mir? Wer bist du? I'm the Mayor's Chief Aide. Okay. Das nenne ich knallhart kurz. Was machst du hier? All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Und ich dachte, ich krieg jetzt nur kurze Antworten. Was hältst du von den jüngeren Ereignissen? Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. Okay. I don't like it. Was hältst du von mir? Und was willst du? For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Okay. Deine Liebenden? Deine Geliebten? Was hältst du von mir? You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. Dann halte ich dich nicht weiter auf. Okay. Ja, da geht's zur Erkundung und dann könnte man noch... Oh Gott, hier kann man jetzt noch mit anderen reden. Das nimmt dann wahrscheinlich kein Ende, wenn ich jetzt rausgehe und sage, hey, ich will hier alles erkunden. Das wird eine ganz schöne Ecke werden, ne? Hermanubis. Okay. Herman und Anubis. What can I do for you, 1K? Habe ich jetzt überall dieselben Auswahlmöglichkeiten an? Ja, warum schlägst du dich mit Politik herum? It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. That is why the founder gave us the goal, a path to equilibrium, not only for the planet, but for ourselves. I merely picked up where she left off. Ja, nur hat euer Gründer euch ein Ziel gegeben, damit ihr die ganzen Krampe nicht macht. Das Ziel ist aber jetzt erfüllt, jetzt braucht er ein neues Ziel, ansonsten geht ihr euch alle in die Google. Würde ich mir jetzt schwer behaupten. Was denkst du über Byron? He is one of the first companions, and as such has done more for our city than you or I ever will. I simply wish he could be more
reasonable. Was ist deine Vision von der Zukunft? I believe we can exist quietly, happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround us. Überlegt mal, weil normalerweise wäre es als KI möglich, durchs All zu reisen. Als Menschen geht's halt nicht, ne? Strahlung. Aber als KI schon. It's always a pleasure to speak to a citizen. Also eigentlich ist es doch eine dumme Idee, wenn man sagt, ab 1000 Leute ist dann Schluss. Weil normalerweise könnte man ja auch so ein paar tausend KI-Kumpels einfach ins All schießen und nach neuen Planeten oder Lebensformen suchen und die studieren und kennenlernen. Ja, könnte man machen. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle... Kann man überhaupt aktiv speichern? Ne, kann man nicht. Gehen wir da nochmal rein, reden wir nochmal mit denen und dann... So, what's the verdict? Are we going? Ja, diese Gelegenheit dürfen wir nicht entgehen lassen. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from the elevator. Okay, schön dich kennenzulernen. Ich heiße 1K. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich einen Ölwechsel brauche. Nee, wir nehmen das erste. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Ja. Brich auf in eine neue Expedition. Das heißt, wir erkunden jetzt sozusagen Here we go. die Hold on to echte your hats. alte We Welt. really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be. Was as ist a aber... people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be Ja, wanderers, ist ja explorers. We used to yearn for Ja. distant shores and dream of building new cities. Diese Let's Schwärmerei. see Das ist if ja we grad can nervig. rekindle that Hör auf, flame a wir little. wissen's. Wir haben gerade All darüber right, gesprochen. this is going to be a long journey, so I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Danke. Nighty-night. Sleep Mode. Hey. Also im Prinzip... Oh. You have chosen a dangerous path. A path that will demand sacrifice. But that, my child, is how the future is built. Okay. Wakey, wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. It's big. You can say that again. That is a bloody megastructure. Boah, was If I had a ist... spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. Boah, was ist, wenn es mehrere solche Stationen gab, wo man mehrere solche It 1000 really is incredible. Roboter hergestellt hat, um zu sehen, wie die Remember to miteinander turn on fungieren. streaming, everyone? Funktionieren. Weil das ist ja wohl weit aus. Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And... touchdown. Eine Stimme aus der Wildnis. Akt 1. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Ja. Yakut,
I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Cool. Excellent. Then we can all go. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Eine Anleitung wäre schön. Finde Pläne. Kann ich jetzt hier einfach die Klippe runterspringen und bin dann tot? Also, kaputt? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich würde gerne gucken, ob ich das kann. Ja. Okay, ich habe es als Mensch nicht getan. Warum sollte ich es als Roboter tun? Ich sag ja auch nicht, hey, ich würde gerne gucken, ob ich vielleicht, wenn ich unten aufklatsch, ob ich dann noch heile bin. Wäre ein bisschen. Das wäre ein bisschen kacke. Ja, wir machen zum späteren Zeitpunkt, machen wir es. Ja, damit sich das lohnt, dann nochmal neu anzufangen. Aber das wäre erstmal sozusagen der Anfang. Check out these coordinates. Oh. Koordinaten. Megastruktur. Okay. Da werden auf jeden Fall ein paar Dinge oben auf meiner Map eingezeichnet. Aber an der Stelle ist es schon ein enormes Gebäude. Und war das nicht theoretisch das aus dem ersten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, man ist irgendwie... ich bin mir ganz unsicher. Aber die Struktur kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ja. Also gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und machen wir da in der nächsten Folge weiter. Ja, ein paar lange Folgen zum Anfang. Auf jeden Fall. War nicht schlimm. Wir haben viel zu quasseln gehabt. Vergesst nicht, subscriben, liken, abonnieren und so weiter. Das war's, subscriben. Was fehlt denn da noch? Ah, die Glocke. Genau. Tschüdelü.